Geboren bin ich als Künstler und sterben werde ich als Künstler. Ich habe als Kind angefangen zu malen. Mein Vater hat mich an das Zeichnen und Malen geführt. Und ich habe das dann so Stück für Stück mich daran orientiert und habe das dann für mich privat weiterentwickelt und mich professionalisiert und bin dann an die Hochschule hier in Weißensee gegangen, um dort freie Kunstmalerei zu studieren. Ich habe mir vorgenommen, immer wieder mit Galerien Kontakte zu knüpfen. Da ich ein eher menschenscheuer junger Mann war in der Zeit, war das sehr anstrengend für mich und ich musste andere Wege finden und habe dann erstmal gemalt. Allen meinen Bildern liegt eine Idee zugrunde, ein Gedanke, ein Gefühl, etwas Unbestimmtes, was Form und Gestalt sucht aus meiner Seele. Und das führe ich dann handwerklich aus. So wie ein Tischler einen Tisch baut, male ich dann ein Bild. Bei Stillleben ist es was anderes. Da baue ich das Stillleben konkret auf. Ich weiß, ob ich in Vergänglichkeitsstillleben zeichnen will mit Totenkopf oder mit welkenden Blumen oder mit was auch immer, was so üblich war in der niederländischen Malerei. Da bin ich doch ganz klassisch. Also da bin ich eher der klassischen Malerei sehr verhaftet. Der Tod gehört zum Leben dazu und wie es dann in der Kultur und bei den Künstlerkollegen früher Jahrhunderte aufgenommen wurde, das interessiert mich. Totentänze, erotische Literatur oder Malerei oder sowas, das fließt alles mit ein in meine eigene Arbeit. Mach die an. Wenn es ein Leinwandbild ist, kaufe ich erst einmal die Leinwand, rohes Leinen und den Keilrahmen. Und dann füge ich den Keilrahmen zusammen, leime vor, grundiere vor. Es ist ein sehr langwieriger Prozess. Im umgangssprachlichen Sprachgebrauch spricht man auch von Lasurmalerei. Das ist einigen bekannt vielleicht, weil das immer sehr hoch gehalten wird. Die Lasurmalerei ist aber, es gibt keine reine Lasurmalerei. Das ist eine Mischtechnik und dort wird eine mehrschichtige Maltechnik angewandt mit deckenden und lasierenden Farben. Und die werden nebeneinander ausgespielt und mit in die Bildkomposition eingebracht. Also als Teenager war ich sehr begeistert von den Surrealisten des letzten Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts, 30er, 40er Jahre. Ein Buch von Max Ernst hat mich sehr beeinflusst. Dann Bücher, Malereien von Dalí, Salvador Dalí, aber auch René Magritte kam dann dazu und hat mich inspiriert. Zum anderen war ich inspiriert von der impressionistischen Malweise. Das kam durch das wachsende Interesse meines Vaters für die Impressionisten. Habe ich dann auch den Impressionismus durchaus als interessante Malweise mit versucht oder mit eingebracht in mein Werk, in mein frühes Werk. Also heute sage ich, ich hatte kein so direktes Ziel in meiner Kunst. Die Kunst war immer irgendwie Ausdrucksmittel. Die Kunst, das Malen, das Zeichnen war Ausdrucksmittel, war Katalysator oder Mittler zwischen Innen, Psyche und Außenwelt. Und heute sehe ich das auch immer noch so.
Und ich denke, es ist nicht wichtig zu fragen, was will der Maler uns damit sagen mit seinem Bild, sondern sich zu fragen, was sagt mir persönlich das Bild dieses Malers? Das ist viel wichtiger, finde ich. Was sagt mir persönlich das Bild dieser Arbeit? Was für ein Gefühl lösen die Gedanken aus, die ich dazu habe? Und ist es angenehm, unangenehm? Je nachdem, wie die eigene Befindlichkeit ist. Ich biete Einzelunterricht an, da meine Räumlichkeiten erstens nicht so groß sind und auch für mich ist das am intensivsten, wenn ich Schülern oder Schülerinnen die alte Maltechnik von Rubens und Rembrandt beibringen kann und ihnen zeige, wie sie anhand von mehrschichtiger Maltechnik, wie man so ein Bild aufbaut. Und es geht nicht so sehr um Inhalt. Den Inhalt, den findet jeder für sich selber. Für mich ist wichtig, menschliche, lebensnahe Aussagen zu machen über Tod, Erotik, Stille, Psyche, Konzentration und innere Reinigung oder innere Grausamkeiten oder Gewalt, Wut, Gefühle aller Art, die auftauchen können. Und es gibt Bilder, die konnte ich nicht ertragen lange Zeit, weil sie mich so schockiert haben, dass ich sowas malen konnte. Und ich habe mich lange nicht getraut, Bilder aus früheren Zeiten zu zeigen. Heute sehe ich sie anders. Heute habe ich die nötige Distanz dazu, auch zu den Gefühlen, die mich damals bewegten und die diese Bilder ausgelöst haben. Also ich verkaufe meine Bilder und freue mich auch, wenn sie neue Besitzer finden. Ich sage immer etwas kokett, jetzt sitze ich hier auf Bildern aus 30 Jahren. Natürlich habe ich schon einen Teil verkauft, aber es ist nur ein sehr geringer Teil. Aber ich sage immer ganz kokett, alles muss raus. Und die Bilder müssen unter die Leute gerade auch ist mir das wichtig, dass meine Bilder weiter Gedanken anregen, Menschen zu Gesprächen führen, ob sie das mit mir führen, das Gespräch, oder mit anderen vor meinen Bildern. Das ist mir dann gleich. Also wichtig ist, dass sie in der Welt sind.